Hi, ich bin die Jule. Ich arbeite seit einem Jahr bei DHL als Schlepperfahrerin und wie das so aussieht, zeige ich euch heute. Ich fahre immer mit Auto zur Arbeit. Wir haben 2 große Parkplätze. Ihr habt auch die Möglichkeit, bei uns ein Jobticket zu buchen. Damit könnt ihr quasi jederzeit mit der Bahn fahren. So, ich bin jetzt angekommen und werde jetzt reingehen, mich umziehen, meine persönliche Schutzausrüstung anziehen und dann geht's los. Dankeschön. So, ich muss jetzt schauen, wo mein Schlepper genau steht. Steht Reihe 8. Dann gehen wir da mal hin und holen jetzt den Schlepper. So, da ist er. Gefunden. So, die Tasche habe ich jetzt bekommen und ich zeige euch jetzt mal, was da alles drin ist. Alles Wichtige auf jeden Fall, was wir für die Nacht brauchen. Unser Equipment, wie wir kommunizieren und ja, schaut zu. So, hier haben wir einmal das Fahrtenbuch. Hier tragen wir nach jeder Schicht ein das Datum, Unterschrift, Uhrzeit, wie weit wir gefahren sind, welche Reihe wir den Schlepper wieder abgestellt haben. Unsere Funke, damit kommunizieren wir quasi mit den Controllern oben die ganze Nacht, falls es irgendwelche Unklarheiten gibt. Unser Handheld, also auch hier Akku mit befestigen. So, nachdem ich jetzt meinen Schlepper bekommen habe, machen wir die Wolke. Die Wolke ist kurz und knapp einfach Wasser, Öl, Luft, Kraftstoff und Elektrizität, was wir überprüfen. Damit überprüfen wir einfach, ob alles funktioniert, ob irgendwelche Mängel vorhanden sind, was wir dann gegebenenfalls melden müssen. Eventuell müssen wir auch den Schlepper tauschen, das kommt immer drauf an. So, nachdem ich meine Funke angestellt habe, muss ich als erstes auswählen, auf welchem Kanal ich heute funke. Wir sind alle nicht auf einem Kanal, das wäre natürlich bei so viel Fahrer etwas stressig für unsere Controller, deswegen haben wir verschiedene Kanäle und ich fahre heute auf der 6. Nachdem wir jetzt erfolgreich unsere Wolke gemacht haben, geht es zum PD, unseren Performance-Dialog. Da werden wir einmal für die Nacht gebrieft, was ansteht, wie viele Flieger reinkommen, wie viele Pakete heute Nacht sortiert werden, auch von der vorherigen Nacht, wie diese lief, das wird nochmal ausgewertet. Und ich persönlich finde das super, dass man vorher mal kurz informiert wird, womit man rechnen muss. Wenn man etwas auf dem Herzen hat, kann man das kurz ansprechen. Ja. Hier könnt ihr jetzt das Offload 1 sehen, das Terminal 1, die Reload von Kilo bis Lima. Als Schlepperfahrer arbeiten wir jede Nacht unsere Aufträge, die wir aufs Handheld bekommen, selbstständig ab. So arbeitet man quasi mehr oder weniger selbstständig hier. Wir fahren alleine pro Schlepper. In der Ausbildungszeit, die ungefähr 20 Schichten geht, haben wir einen Ausbilder und wir fahren als Beifahrer mit. Unser Tank mal leer sein, haben wir jede Schicht auch die Möglichkeit zum Tanker zu fahren. Das seht ihr hier. Quasi wieder an Tankstelle, man stellt sich an, wartet und dann wird der Schlepper betankt und wir können weiterfahren. So, wir befinden uns jetzt hier auf dem ELD-Buffer. Hier werden alle Leercontainer geparkt, quasi neu sortiert und je nach Gebrauch für das Warehouse abgeholt. Genau. Im Moment sieht es noch sehr ordentlich und leer aus. Das wird sich aber im Laufe der Schicht definitiv ändern. Hier wird noch einiges passieren heute. So, eine weitere Möglichkeit, um unsere ELDs zu parken, ist die ELD-Schiene. Die seht ihr hier. Es kann nämlich schnell mal passieren, dass der ELD-Buffer zu voll ist. So, ich habe jetzt ein paar Bleche hinten dran.
Die werden bei uns auch nochmal separat sortiert und die fahren wir zusammen zum Stapler. Ich werde jetzt am Stapler die Loks vorbereiten. Die Paletten einfacher vom Dolly gehen. Der Staplerfahrer etwas weniger Arbeit hat. Unterstützen wir uns einfach alle etwas gemeinsam. So, ich hole mir jetzt einen Leercontainer, einen Juliet von Offload 10 und bringe den dann zu Bravo. Wir haben jetzt bei Bravo 3 Container geladen und was auf jeden Fall noch richtig wichtig ist, alle Daten zu überprüfen, ob alles übereinstimmt, die Tags mit der Containernummer, ob der Container beschädigt ist oder nicht, ob alles zu ist, auch ganz wichtig. Und was zum Schluss auf jeden Fall noch am wichtigsten ist, ob alle Loks oben sind. Sonst könnte es passieren, dass ein Container vom Dolly fällt. Dann schaue ich, ob die Container wirklich systemseitig, die ich auch im Handheld stehen habe, wirklich die sind, die ich geladen habe. Erst wenn ich alles gecheckt habe, setze ich mich wieder in den Schlepper und fahre los zum Stand und lade dann dort die Container ab. Angekommen am Stand kontrolliere ich nochmals alle Daten. Und erst dann lade ich den Container ab und bereite ihn so vor für die Ladegruppen. So, ich habe jetzt den Auftrag bekommen, dass ich einen Onload fahre. Das heißt, mir wird ein Container angehangen, den fahre ich zum Highloader und dann beladen wir damit das Flugzeug. Ein Onload ist die B-Ladung eines Flugzeuges. Wir helfen jetzt einer Ladegruppe beim Beladen eines Flugzeuges, und zwar ein Airbus A300. So eine B- oder Entladung ist nochmal ein kleines Highlight in der Schicht. Mir persönlich macht das echt am meisten Spaß, einfach der Ladegruppe etwas zu helfen beim B- oder Entladen des Flugzeuges. So, ich befinde mich jetzt gerade bei der Einladung. Wir warten aktuell gerade noch auf eine Einheit, die wahrscheinlich etwas später kommt. Wir hoffen mal, dass wir die Maschine rechtzeitig noch in die Luft bekommen. So, wir sind jetzt fertig mit dem Onload. So, jetzt geht's weiter. Die Flugzeuge haben nämlich bei uns überall Vorrang. Ich habe jetzt hier einen Container, der gebuffert wird, der quasi über einen längeren Zeitraum hier geparkt wird, weil er nicht gleich weiter bearbeitet werden kann oder die Maschine erst nach 5 oder 6 Stunden rausgeht und wir für diese Zeit einen gewissen Platz brauchen, wo wir den Container abstellen können. Mein Container, den müssen wir jetzt am Buffer anmelden, dass der systemseitig erfasst wird, eingetragen wird, dass man natürlich auch noch nachvollziehen kann, wo ist der Container, wann wird der Container gebraucht und genau, das machen wir jetzt. Moin! So, genau, ich bringe einen Lack 2271. Ja, schau mal.
Dankeschön. Ja, das Ganze ist eigentlich so ähnlich wie beim Auto. Auch die Voraussetzung für das Schlepperfahren bei DHL ist der Führerschein Klasse B. Ihr habt bei uns nicht nur die Möglichkeit, nachts zu arbeiten, sondern auch in Schichten. Ihr könnt auch nur Tagschicht arbeiten gehen. Das ist alles gar kein Problem. Bei uns gibt es Vollzeitstellen, Teilzeitstellen. Es ist für jeden was dabei, definitiv. So, die Schicht ist jetzt fast vorbei. Wir haben jetzt noch einen kleinen Step, den wir machen müssen, bevor wir uns ausstempeln können. Und zwar nochmal eine Wolke, um zu schauen, ob eventuell im Laufe der Schicht irgendwas kaputt gegangen ist, dass wir das melden können. Wir räumen nochmal den Schlepper auf. Eventuell liegt noch irgendwo Müll rum, dass wir das einfach entfernen, dass der nächste Kollege, der nach uns den Schlepper benutzt, natürlich auch ein angenehmes Feeling beim Arbeiten hat. Genau. Was machen wir jetzt noch? Tschüss! So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich bin auch echt gut geschafft für heute. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie einen guten Eindruck und Einblick geben in die Nacht von uns. Tobi freut sich auch, dass ich wieder zu Hause bin. Ja, ich finde den Job einfach super. Ich bin jetzt seit einem Jahr da und super happy. Jeder hat bei uns die gleiche Chance, auch sich weiterzuentwickeln. Davon gibt es auch mehr als genug Möglichkeiten. Genau, ja. Besonders gut fand ich heute definitiv den Onload, der hat mir richtig viel Spaß gemacht. So, das war es auf jeden Fall an der Stelle von uns. Wir gehen jetzt ins Bett. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Zeit. Bis bald hoffentlich. Bewirb dich jetzt auf anpacken-dhl.de und werde ein Teil unseres Teams.